Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Ausgabe 11 diesen Jahres und wir haben eine kleine Adventsfolge für Sie, wie Sie schon sehen. Und Manfred ist an meiner rechten Seite. An meiner linken, wie immer, Liane. Und wir haben folgende Themen für Sie diesmal. Bauzentrum Lüchau entscheidet sich für GEWIS ERP NAV. Wie Sie trotz IT-Investitionen finanziell liquide bleiben. Neue Folge am Puls. Diesmal geht es um Nutzen und Herausforderungen des Hackathons. Die Schnellerfassungs-App für Ihren Onlineshop. Bauzentrum Lüchau entscheidet sich für GEWIS ERP NAV. Wir begrüßen einen weiteren Kunden im Bereich des Baustoffhandels. Die Lüchau Baustoffe GmbH mit 7 Zentren, einer der führenden Anbieter in und um Hamburg, hat sich dafür entschieden, komplett mit GEWIS ERP NAV zu arbeiten. Auch für ihn war neben der hohen Branchenfunktionalität vor allem die Zukunftssicherheit unseres Programms ausschlaggebend. Nach Abschluss der Implementierung werden 186 User an allen Standorten mit dem neuen ERP-System arbeiten. Vorgesehen ist zudem eine neue Dokumentmanagement-Lösung und die Business Intelligence-Lösung BI-ONE zu nutzen. Als regionaler Fachmarkt für Haus und Garten ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner, der seinen Kunden vom Entwurf bis zur Einrichtung begleitet und sich durch ein besonderes Serviceangebot auszeichnet. Dazu zählen neben einer Flotte von 15 LKWs auch Sonderleistungen wie Handwerkervermittlung oder innovative Produktausstellungen. Wie Sie trotz IT-Investitionen finanziell liquide bleiben. Um als Handelsunternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben, sind regelmäßige Investitionen in neue IT ein Muss. Was aber tun, wenn aktuell eine neue ERP, CRM oder Dokumentmanagement-Lösung nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann? Schnelle und zuverlässige Hilfe bietet hierfür unser Partner BFL Leasing. Als erfahrener IT-Finanzierer entwickelt er für Sie eine ideale Lösung, um notwendige Digitalisierung und machbare liquiditätsschonende Belastung unter einen Hut zu bekommen. Angeboten werden klassische Finanzierung mit festen oder flexiblen Raten und Laufzeiten. Aber auch besondere Leasingmodelle wie das Projektleasing mit SLB-Abwicklung. Dabei handelt es sich um einen Rückmietkauf, bei dem eine Organisation, zum Beispiel ihre Software, an eine Leasinggesellschaft verkauft und sie zur weiteren Nutzung gleichzeitig zurückleast. Für welche Finanzierungsform Sie sich auch entscheiden, ein Gespräch mit unseren Fachleuten Andreas Wanstrath von der GWS oder Thorsten Wischnewski von BFL Leasing lohnt sich immer. Die Schnellerfassungs-App für Ihren Onlineshop. Zeit ist heute ein wertvolles Gut. Dies gilt auch bei der Warenbestellung. Um auch in diesem wichtigen Prozess Zeit einzusparen, haben wir die SmartScan Schnellerfassungs-App für Ihren Onlineshop entwickelt. Nutzbar auf allen mobilen Endgeräten, egal ob Android oder iOS, an Ort und Stelle, im Lager oder auf der Verkaufsfläche. Ihre Kunden können damit gleich 3 Schritte auf einmal machen. Die Artikel scannen, die Sie benötigen, die Bestellung dieser Artikel elektronisch auf den Onlineshop übertragen und die Bestellung abschicken. Über einen speziellen Konnektor zu Ihrem GWS-Shop werden Daten vom mobilen Endgerät, der sogenannten Schnellerfassung, übertragen und eine bequeme Weiterleitung in den Onlineshop ermöglicht. Noch nie war die Nachbestellung von Waren und der Ausgleich von Fehl- oder Mindermengen so einfach wie jetzt. Das wäre auch was für dich als Weihnachtsmann, Ja, wenn du das was heißt- nachbestellen musst. Ich glaube, das Einfach ist die Nikolaus. App benutzen. Kann das sein? Ja, Nikolaus. Das ist Nikolaus. Wenn Sie mehr über diese App erfahren wollen, Jörg Becker oder Sabine Hoffmann wissen mehr. Neue Folge am Puls. Diesmal geht es um Nutzen und Herausforderungen des Hackathons. Eine neue Ausgabe unserer Videoreihe am Puls finden Sie ab sofort in unserem YouTube-Channel oder direkt in der Infobox. In der neuen Folge Nutzen und Herausforderungen eines Hackathons stellen wir Ihnen vor, was ein Hackathon ist und wie Sie als Unternehmen von solchen Veranstaltungen profitieren. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere nächsten Termine. Wir haben noch 2 Webinare für Dezember im Angebot, und zwar am 7.12. die Neuerungen in der Finanzbuchhaltung und am 14.12. die permanente Inventur. Und unbedingt vormerken, am 5. und 6. Februar findet unsere IT-Konferenz für den Groß- und Einzelhandel in Fulda statt. Die Webinartermine für 2019 sind bereits in Planung und werden demnächst auf unserer erpsystem.de veröffentlicht. Das war es auch schon wieder mit unseren Themen und wenn Sie zwischendurch mal sehen wollen, was bei uns passiert, gehen Sie auf erpsystem.de. Und der Manfred geht jetzt
Nikolaus spielen. Ja, ich werde mein Bestes tun. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis demnächst. Zur nächsten Ausgabe im Dezember. Tschüss. Ciao. Genau, du bist der Weihnachtsmann. Bla 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 bla. Ja, Manfred spielt jetzt den Nikolaus. Sie wissen, wo Sie gucken müssen.